Will ich es lesen? Ich lese es jetzt mal, weil sonst vergesse ich das wieder. Dear Miss Drennan, I heard about your project, and it's the talk of the scientific community, and I'd like to make an argument for why you should abandon it. It's not that I think your idea won't work. It very well may, but we have to look beyond purely practical questions to the issue of morality, especially at this turning point of our spiritual ecology. By what right can we put living beings through all that suffering just so they can serve our purposes? Why create these pale imitations of our fatally flawed species and force them to reenact our sordid history? Why burp? What you are building, Miss Drennan, is a prison. Even if there is a way out, I believe you mean well, but your idea of what is valuable is rooted in the dogma of Western civilization. We are lucky enough to be able to end our global crimes relatively painlessly if you consider the harm we have caused the Earth. Why not be satisfied with that and let this planet go on in peace? I hope you heed my words and let your Talos bleed out before it's too late. Also ist das hier quasi die Matrix? Sehe ich das richtig? Wir sind in so einer Art Matrix gefangen, damit wir keinen Schaden anrichten in der Außerhalbwelt? Samuel Butler. Complex now, but how much simpler and more intelligibly organized may it not become in another 100,000 years, or in 20,000? For man at present believes that his interest lies in that direction. He spends an incalculable amount of labor and time and thought in making machines breed always better and better. He's already succeeded in effecting much that at one time appeared impossible, and there seems to be no limits to the results of accumulated improvements if they are allowed to descend with modification from generation to generation. It must always be remembered that man's body is what it is through having been molded into its present shape by the chances and changes of many millions of years, but that his organization never advanced with anything like the rapidity with which that of the machines is advancing. Recent discussions have brought me back to an excellent 1949 article by Albert Einstein in Burp. Block quote. I recently discussed with an intelligent and well-disposed man the threat of another war, which in my opinion would seriously endanger the existence of mankind. Thereupon my visitor very calmly and coolly said to me, "Why are you so deeply opposed to the disappearance of the human race?" I'm sure that as little as a century ago, no one would have so lightly made a statement of this kind. It is the statement of a man who has striven in vain to attain an equilibrium within himself and has more or less lost hope of succeeding. It is the expression of a painful solitude and isolation from which so many people are suffering in these days. Bizarre, casual disregard for humanity, a kind of fashionable self-hatred, is prevalent or at least present in many strands of supposedly progressive verb. Nothing seems more important to me than that we reassert the value of humanity. Despite our flaws, we must not stop celebrating the beauties of human life and human achievement. Okay. Das ist wieder viel zu philosophisch, aber den wollte ich eigentlich nur Rätsel lösen. Ich will einmal um dieses Ding rumlatschen. Ich hab da jetzt gerade voll Bock drauf, einmal um diese Burg rumzurennen. Sofern das möglich ist.
Weil ich erinnere mich, dass ich in der Demo schon mal angelatscht bin und es voll geil fand. Und, genau, auf sowas habe ich gehofft. There's so much beauty in these hidden corners of the world, even if they have no purpose. Perhaps they are beautiful because they have no purpose. Ja, das stimmt schon. Aber natürlich haben sie einen Purpose. Sie haben diesen Purpose, beautiful zu sein. Obwohl sie, gerade weil sie so versteckt und einsam sind, besucht man sie ja gerne. Die Level sind schön. Die Rätsel, meine ich jetzt. Aber was halt doch immer am schönsten ist, ist, wenn man dann hier so steht und irgendwo hinschaut und einfach nur genießt, wie schön die Welt auch designt ist eigentlich. Und gerade wenn sie keinen Zwang hat, irgendwas zu machen. Also, wie jetzt hier als Beispiel. Wir sind ja nicht gezwungen, hier irgendwas zu erreichen. Ich gehe gleich mal hier rein, wenn wir schon hier sind. Hier zum Beispiel ist es so, jeder Ort hier hat irgendeinen Sinn im Nachhinein. Aber wenn ich jetzt außen wäre, hätte das hier alles keinen Sinn. Also schon, aber nicht vergleichbar. Ich erinnere mich, dass ich an diesem Level hier schon mal gescheitert bin, aber da kannte ich das Spiel aber noch nicht so gut. Genau. So. Zack. Zack. Ich brauche einen zweiten Würfel. Hoppala, komm. Jump, jump. So. Genau. Komme ich denn da überall dran? Ich glaube nicht. Das wäre ja noch so schöner, um wahr zu sein. So, zack. Aber wenn ich jetzt... Ist da oben was? Da war das nur Licht. Das war, glaube ich, nur Licht. Okay. Jo. Voll sinnlos, Alter. Ja, folgendes. Komm mit. Nein! Ja, irgendwie sowas. Hatte ich mir schon gedacht. Und zwar, Goddammit. Genau. Hier ist der Input. Also nicht Input, der Output. Input? Ja, weißt du, ihr wisst, was ich meine. Also das Ding, wo halt der Laser rein muss. Und ich überlege gerade, wie ich dem powern kann. Kann ich dann hier auch mehrere Würfel übereinander packen? Geht das? Das wäre cool. Weil dann habe ich vielleicht eine realistische Chance, dass ich da das... Nee. Anders. Folgendes.
Ja, das geht. Sekunde. 1. Ups. 2. 3. Jetzt springe ich hier drauf und dann kann ich es nämlich da hochstellen und dann sollte das gehen. Oder auch nicht. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Ich dachte, das ginge jetzt. Ist hier irgendwas noch? Hier ist Schatten. Aber das ist nicht hilfreich. Das ist sehr traurig. Ich dachte, ich käme hier hin. Ich dachte, ich komme da genau drüber. Nun denn, wie machen wir das denn sonst mit dem Rätsel am besten? Noch was anderes zum Beschweren habe ich ja nicht, sonst würde ich das nämlich dann noch draufpacken. Und ich muss offensichtlich hier auf jeden Fall rüberkommen irgendwie, weil, kann ich denn... Ha. Kann ich denn Folgendes machen? Entschuldigung. Ich, hab mir nur gerade gedacht. Ich kann die nicht übereinander nehmen, ne? Nee, geht nicht, okay. Schade. Sonst hätte ich nämlich jetzt... Kann ich dieses da oben drauf stellen? Das wäre cool. Ich wüsste aber nicht, wie ich da jetzt hochkommen sollte. Verdammt. Vergesst es. Ich würde es aber trotzdem gern probieren. So. Hier. Mach mal weg. Ja, anders. Geh du weg. Jetzt bin ich hier oben. Das bringt mir einen Scheiß. Und ich kann durch den... aus dem Wasserspeier durchspringen. Oh, ich habe ein geiles Feature entdeckt. Komm her. Ich habe ein geiles Feature entdeckt. Ich kann die stacken. Im Nachhinein stacken. Guckt mal. Voll geil. Jetzt kann ich mir nämlich den hier nehmen. Das halt runterplacen und dann... Oh yeah. Ist hier was? Nein. Yeah. Cool. Ich habe es geschafft, wa? Damit habt ihr nicht gerechnet, wa?